Volle Kanne Frühstück mit Joe Weil und Tore Schölermann. Beide, weil wir gerade hier den König von Mallorca angesprochen hatten mit dem Umhang. Wart ihr eigentlich auch auf Malle jetzt im Urlaub so ein bisschen Ballermann-mäßig unterwegs? Ja, wir haben uns gesagt, wenn wir schon auf Mallorca sind, doch, komm, wir trauen uns. Okay. Einmal wollten wir im Leben am Ballermann sein und haben uns das einmal gegeben. Und es war sehr witzig. Also, so richtig eine Nacht... wir haben mittags angefangen. Tore als alter Mallorca-Profi meinte, man fängt mittags an. Und dann saßen wir dementsprechend ganz alleine da. Wir haben dieses, das ist ja so, wir haben dieses Loch tatsächlich, die Leute gehen ja am Strand, trinken da und dann gehen die nochmal ins Hotel, machen sich frisch. Das haben wir nicht gemacht. In der Zeit haben wir dann schon mal ein Bierchen getrunken und, oder zwei waren es. Ja, genau. Und dann sind wir halt, wo man dann so hingeht. Aber muss schön gewesen sein, oder? Ist mal eine Erfahrung. Es war cool. Wo gerade der Schlagersänger auch war, wir stehen beide auf die Musik auch. Deswegen war das schon sehr lustig. Und einfach einmal im Leben sollte man das, glaube ich, echt gemacht haben. Ja. Gut, jetzt kommen wir noch mal zu der Geschichte, die auch ganz, ganz viele Zuschauer bewegt hat. Ihr seid in der verbotenen Liebe das Männerpaar schlechthin. Internationale Fans sind begeistert. Los ging es allerdings schon ein paar Jährchen früher, 1990. Die Sensation im deutschen Fernsehen, könnt ihr euch noch erinnern? Georg Uecker küsst Martin Armknecht, damals eine echte Fernsehsensation. Du hast mich noch rausgeknipst. Lass uns ein neues Kapitel beginnen. Eine Szene aus der legendären Lindenstraße. Da gab es danach ja Morddrohungen damals. Das war hat ja richtig für Aufsehen gesorgt. Ich habe gerade zu Jo gesagt, wo war das denn, wo das Testbild kam? In irgendeiner Serie war das auch. Und da vielleicht hat Bayern kurz aufs Testbild geschaltet. Oder genau, so. irgendwas wurde da gemacht. Das war echt da noch, hat für Furore gesorgt. Für den Bayerischen Rundfunk war das damals was ganz Besonderes. Habt ihr das damals schon bewusst mitgekriegt, Jo? Nee, also Lindenstraße habe ich als Kind gar nicht geschaut oder als Jugendlicher, deswegen das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Ich habe mich auch mit dem, also ich habe keine Serien geguckt. Also ich gucke jetzt auch eigentlich keine Serien, außer natürlich Verbotene Liebe natürlich jeden Tag. Aber nee, und damals habe ich das nicht geguckt. Und das Thema war jetzt auch nicht das, was mich jetzt früher so interessiert hat. Da sind wir jetzt sehr drin. Ja, klar. Aber früher war ich da nicht so drin. Ja, jetzt wollen wir uns noch mal vergleichsweise einen eurer Küsse anschauen. Oh Gott, der kommt dann schon ein bisschen anders ums Eck. Bitte sehr. Gut, dass du gekommen bist. Ich kann dich ja nicht im Stich lassen. Und Vorsicht. Damit ist jetzt Schluss. All this feels strange and untrue, and I won't waste a minute without you. Na, da guckt der Boxfan aber schon etwas irritiert. Ja, ich kann mich selber noch nicht oder immer noch nicht so im Fernsehen sehen und ich kann auch mich immer noch nicht küssen sehen. Das ist aber auch echt was Komisches. Man gewöhnt sich dran, dass man sich im Fernsehen sieht, aber solche intimen Szenen oder Küsse sind immer wieder komisch, wenn man sich das anschaut. Ja. Wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, dass meine Mutter da draußen sitzt und das dann auch noch sieht und so, die Familie, dann denke ich immer so... Ja, aber was gab es von denen für Reaktionen? Von der Familie? Man denkt das ja selber, dass da mehr kommt als eben, also das ist ja das Schamgefühl einfach, was man da hat. Und jetzt von denen, wow, sie fanden das gut. Also jetzt hat man da in der Szene gesehen, diejenigen, die beim Boxkampf zugeguckt haben, die waren natürlich ein bisschen irritiert. Wie ist das? Fragen auch ganz, ganz viele Fans, die uns jetzt angerufen haben und geemailt haben. Auf der Straße, wie gehen die Fans mit euch um? Gibt es da auch den einen oder anderen so, hey? So gut wie gar nicht. Also wir waren, als das mit unserer Geschichte losging, überrascht, wie positiv das Feedback war. Und auf die 3 Jahre gesehen, habe ich vielleicht zweimal was gehört, was jetzt nicht vollkommen positiv war. Aber zu 99% kommen Leute, sagen uns, dass sie das sehr gerne sehen, dass sie uns gerne sehen. Es passiert ganz oft, dass ältere Damen kommen und uns umarmen und sagen, oh, ihr seid so lieb oder solche Dinge. Also es wird sehr, sehr positiv aufgenommen. Hat mich auch gewundert. Also ich dachte, dass da echt mehr kommt, irgendwie gerade, wenn man, es ist natürlich, man merkt das schon, ob man jetzt in Köln ist oder in irgendeinem Dorf, also wo ich herkomme, da wird auch noch mehr so, da wird
es wird nichts Böses gesagt, aber zumindest wird geschwiegen. Und das ist ja schon dann wo. Wie ist das von den Liebesbriefen dann her? Man sagt ja durchaus, dass Männer, die auf Männer stehen, ein bisschen offensiver sind. Schreiben die deutlicheren Briefe oder ist das genauso? Ganz komisch, dass eher Frauen auch echt schreiben. Also das glaubt jetzt ja nie jemand. Aber natürlich sind da auch Männer dabei, klar. Aber viele Frauen, die einfach sagen, ach, das ist so schön und irgendwie das toll finden. Es ist 50-50 Männer, Frauen und wirklich, wie Tore meinte, ganz viele Frauen, die schreiben, sie finden es toll, 2 Männer zu sehen, gefällt ihnen viel besser, als wenn sie eine Frau dabei sehen, wo sie sich vergleichen müssten. Und so sehen sie 2 Männer, die sie beide gerne anschauen und die sind auch noch zärtlich. Also waren wir auch überrascht, aber ganz viele Frauen mögen das. Ihr habt ja vorher schon kurz erzählt, dass ihr mittlerweile weltweit unterwegs seid, weil die verbotene Liebe bzw. eure Szenen da weltweit auch geguckt werden. Es soll in Amerika Bestrebungen geben, eure Liebesgeschichte nochmal mit amerikanischen Schauspielern jetzt nochmal neu zu verfilmen. Das muss doch ein Riesenkompliment sein. Ja, es ist für alle, die an dieser Geschichte arbeiten, natürlich ein Riesenkompliment. Eine amerikanische Produktionsfirma hat die Rechte an unserer Geschichte gekauft. Also und ist schon gekauft. Also mit Brad Pitt und George Clooney oder wer spielt euch wir dann? hoffen ja noch, dass wir da irgendwie wenigstens einmal im Hintergrund durchwischen können. Einmal vorbeiknutschen. Ja, nur einmal so im Hintergrund. Ja, das wäre doch toll, oder? Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenkompliment an die Produktion, an jeden, der da irgendwie beteiligt war an der Geschichte oder ist. Also da sind wir schon sehr stolz drauf. Jetzt waren wir gerade schon beim Boxen. Jetzt geht es zum Skispringen. Skispringen mitten im Sommer soll gehen, sagt mein Kollege Sven Voss. Und der müsste es ja eigentlich wissen. Ja, vielen Dank, Sven Voss. Wir haben gerade gesagt, erinnert ein bisschen an Abenteuerspielplatz, wo man den Teller noch zwischen den Beinen hatte und dann auf diesen, kennen Sie vielleicht auch noch, da bin ich auch mal geflogen, allerdings ohne Skier. Stichwort Sport. Tore hat den schönsten Sport mitgebracht, den man sich vorstellen kann. Als echtes Landkind, Nein, sag es ruhig. Kind von Holzfällern. Und gucken Sie sich diese Bilder an, da möchte doch jeder mal zur Säge greifen, oder? Ist das nicht unfassbar gefährlich? Obwohl, nee, das ist aber das Arbeiten zu Hause ganz normal. Das hat nichts mit Sport zu tun, das ist tatsächlich das, was ich... Aber ist doch auch sehr sportlich. Ja, das ist halt sehr anstrengend, das ist das Schöne daran. Also immer wenn ich am Wochenende ins Sauerland fahre zu uns, da haben wir Wald und dann wird halt entweder Brennholz gemacht oder wirklich Holz zum Verkaufen geschnitten. Hier mein Traktor, da bin ich sehr stolz drauf. Das ist mein Baby. Ja, da bin ich echt richtig. Aber was für Wettbewerbe machst du dann? Einmal 3 Bäume sägen auf Ex, oder? Nee, es gibt da so ein paar Disziplinen. Einmal tatsächlich das Hacken zwischen den Füßen und dann das schnelle Durchsägen von 2 Holzscheiben. Und und bei dem Hacken habe ich mich auch tatsächlich auch schon beim ersten Mal direkt sehr verletzt, weil ich das verstecken musste beim Drehen. Dass der das überhaupt machen darf, oder? Durfte ich ja eigentlich nicht. Er durfte das ausnahmsweise, hat er das mal machen dürfen und sagte auch, ich passe auf. Und am nächsten Tag kam er mit so einem Verband am Finger. Aber gut, dass du dir die Hand nicht abgehackt hast. Was ist da passiert mit der Axt einfach? Ja, das sind ja die sind sehr scharf. Also muss ich das so vorstellen, dass man man zerschlägt so Pappelholz und das ist nicht wie im Holzhacken, dass dann so kleine Stückchen rausfallen, sondern da sind das wirklich so wie das halbe Brötchen hier, so Teile, die dann abfliegen. Und ich bin weil ich hinterher so stolz war, dass das Ding endlich durch war, bin ich nur an meinen Finger gekommen und da war der direkt auf den Knochen, bis auf den Knochen durch. Habe ich auch ein Foto von, aber das durfte ich leider nicht mitnehmen. Ja, genau, das machen wir dann, wenn es medizinisch dann nochmal an. Aber weiter, gut Holz, oder wie man sagt. Bleibt noch ein bisschen bei uns. Gleich wird geföhnt bei Volle Kanne. Warum, wieso, weshalb, erklären wir in aller Ruhe nach dem Blick auf die Welt um 10. Ab zu den Kollegen nach Mainz.